SpaceX soll für die NASA die ISS vom Himmel holen. Vortest für Starship Booster Fangmanöver. Chang'e 6 bringt Mondproben erfolgreich nach Peking. Russischer Satellit bricht plötzlich auseinander und sorgt für Schreckminuten auf der ISS. Collins gibt bei Raumanzügen für die NASA auf. Dream Chaser fliegt nicht auf der zweiten Vulcan-Rakete. RFA installiert alle Triebwerke für den Erstflug. Chinesischer Raketenbooster fällt erneut auf bewohntes Gebiet. Und der Erststart aus der deutschen Nordsee ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Es ist ja zusammen mit einem überarbeiteten Hitzeschild der Oberstufe das große Thema für den nächsten Starship-Start. Das Fangen des Boosters direkt am Startplatz. Wenn das Konzept der schnellen, vollständigen Wiederverwendung aufgeht, sollte das Starship dann schnell in der Lage sein, erneut zu starten. Elon Musk spricht im neuen Interview mit Everyday Astronaut Tim Dodd von nur Stunden zwischen den Starts. Genau dafür gab es diese Woche Tests in der Starbase, die Bewegungsabläufe, aber auch die Belastung für die Hardware vorab prüfen sollen. Durchgeführt mit dem reinen Testbooster 14.1 auf dem Starttisch und den Mechazilla Chopsticks, die bisher ja nur für das Integrieren der Hardware auf dem Starttisch genutzt wurden. Mit diesen Fangarmen, da sollen dann ankommende Booster und mittelfristig auch Starship-Oberstufen im Flug gefangen werden und möglichst direkt für einen erneuten Wiederflug integriert werden. Ja, kann man sich eigentlich schwer vorstellen, dass das funktionieren wird, aber ich muss gestehen, Raketen, die nach dem Start wieder landen, hielt ich auch beim ersten Mal schauen noch für fake. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Hinweise auf einen Fehler in den News bekommen wie letzte Woche. Es ist tatsächlich eine Korrektur fällig. Ich hatte fälschlicherweise behauptet, da wird ein Liebherr-Kran-Monster in der Starbase aufgebaut, um den zweiten Startturm zu errichten. Es ist ein D-Mark C88001. D-Mark, das war mal eine deutsche AG, dann auch mal eine GmbH, ist dann als Marke aber im amerikanischen Terex-Konzern aufgegangen. Wenn ich das Skript für diesen News schreibe, wurde das Stapeln der Tower-Segmente noch nicht begonnen, aber es sieht so aus, als ob es jederzeit losgehen kann. Das Bauen des Turms und vor allem die Ausstattung zur Starttauglichkeit, das sollte signifikant schneller gehen als für den ersten Turm. Hintergrund ist das Umsetzen der gelernten Lektionen und Vorausrüstung der einzelnen Turmsegmente. Ja, es gibt mehrere Theorien darüber, was den nächsten Starttermin beeinflusst. Eine Theorie ist, dass SpaceX nicht startet, bevor der zweite Turm fertig ist, falls Turm 1 bei einer versuchten Landung zerstört wird. Die andere Theorie besagt, die Regulatorik für das Landen des Boosters sei der limitierende Faktor und im Zweifelsfall könnte sie sehr lange dauern, weil es in der bisherigen Starterlaubnis und in dem Umweltgutachten nicht vorkam bisher. Was glaubt ihr denn? Was kommt zuerst? Erlaubnis fürs Landen oder zweiter Startplatz? Schreibt mir gerne unter dem Video. Es ist endlich veröffentlicht, das lange erwartete Interview von Everyday Astronaut Tim Dodd mit Elon Musk. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, der Link ist unter dem Video. Dort wird auch nochmal bestätigt, was wir uns langsam selbst erschließen konnten. Dieses Jahr ist nicht das Jahr für Starship-Nutzlasten, sondern das Jahr für das Optimieren des Starship-Designs. Es geht darum, die Fragezeichen am Design, die nicht ohne Flugerfahrung beseitigt werden konnten, zu klären, um dann in die Massenfertigung zu starten. Ja, und das ist die Überleitung. Am beeindruckendsten fand ich, waren die Bilder aus der Fertigung, die wir bisher so noch nicht sehen konnten. Da will ich Tim keine Views klauen, da schaut einfach sein Video und hier nur die offiziellen SpaceX-Bilder. Elon Musk sagt in dem Interview, dass sie die Produktion für 1000 Starships pro Jahr auslegen. Weiter ist interessant, dass Elon Musk bei der maximalen Startrate mit 5-mal mehr Chips als Boostern rechnet. Die Booster, die habe man Minuten nach dem Start wieder. Die Chips dagegen, die müssten erst ein paar Erdumläufe absolvieren, um wieder über dem Startplatz anzukommen. Läuft auch alle 90 Minuten um die Erde. Die ISS, immer noch das größte menschengemachte Objekt im Orbit. SpaceX hat jetzt einen Vertrag von der NASA bekommen für die Zerstörung der ISS. Genauer, die NASA hat SpaceX jetzt ausgewählt für das Entwickeln eines Raumfahrzeugs, das für die letzte Phase der Deorbitierung der Internationalen Raumstation verwendet wird. Hintergrund, die ISS ist zu groß und zu schwer, um sie unkontrolliert wieder eintreten zu lassen. Und die Raumschiffe, die sie regelmäßig anfliegen, die haben nicht die Fähigkeiten, sie in einem Rutsch kontrolliert aus dem Orbit zu bringen, um dann einen kontrollierten Wiedereintritt über unbewohntem Gebiet zu garantieren. Dafür waren bisher mehrere russische Progressfrachter vorgesehen, auf die sich die USA aber nicht mehr verlassen wollen. NASA-Administrator Bill Nelson sagte dazu, er wisse nicht, was der russische Präsident tun wird und sie könnten in eine Notsituation kommen, in der sie die ISS, die so groß wie ein Fußballplatz ist, im Jahr 2031 eigenständig sicher herunterbringen müssten. Um ein Raumfahrzeug mit den erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln, bekommt SpaceX von der NASA jetzt bis zu $843 Millionen.
Das zu entwickelnde Raumschiff, das läuft aktuell unter dem Namen United States Deorbit Vehicle, kurz USDV. Dieser Vertrag, der umfasst die Entwicklung des Raumfahrzeugs, wobei die NASA später eine Beschaffung für den Start des USDV durchführen wird. Da es sich um eine sehr kritische Mission handelt, wird hier mit Sicherheit nur ein Vertrag an eine etablierte Rakete mit guter Starthistorie vergeben. Also wohl eher kein Starship oder eine Rakete, die jetzt erst in Betrieb geht. Zudem wird die NASA das USDV besitzen und betreiben, anstatt wie bei den kommerziellen ISS-Fracht- und Crewmissionen diese Dienstleistungen einzukaufen. Die NASA hat bisher keine Details zum Design von SpaceX veröffentlicht oder deren Proposal. Ich denke, wir könnten hier eine gewisse Ähnlichkeit mit bestehender oder geplanter SpaceX-System-Hardware erwarten. Also bekannte, etablierte Systeme aus dem Dragon-Umfeld. Da es kein System sein wird, das über Wiedereintrittsfähigkeiten verfügen muss, würde am ehesten der Dragon XL passen. Der Dragon XL, der wird von SpaceX als Versorger des Lunar Gateways der NASA im Mondorbit entwickelt. Mit Deep Space und Langzeit-Docking-Fähigkeiten wäre er außerdem prädestiniert für die Deorbiting-Mission, die ja über mehrere Phasen über einen langen Zeitraum geplant wird. Gestartet mit einer Falcon Heavy könnte der Dragon XL auch über beträchtliche Treibstoffvorräte verfügen, um die ISS dann aus dem Orbit zu pusten. Ohne dazu sehr auf Massenbeschränkungen zu achten, könnte der USDV für besondere Zuverlässigkeit über diverse Redundanzen ausgestattet werden. Die NASA betont, das Design, das müsse auf seinem ersten Flug funktionieren und über ausreichende Redundanzen und Anomaliewiderstandsfähigkeit verfügen, um das kritische Deorbit-Manöver schließlich fortzusetzen oder durchzuführen. Zusammen mit der Vertragsankündigung veröffentlichte die NASA ein White Paper, das die Optionen für das Ende der ISS darlegte. Eine Option bestand darin, die Station in eine stabile Parkbahn in 40.000 Kilometern Höhe über der Erde oberhalb der geostationären Umlaufbahn zu parken. Die fast 4.000 Meter pro Sekunde Delta V, die das erfordern würde, die stehen aber in keinem Verhältnis zu den etwa 50 Meter pro Sekunde Delta V für die Deorbitierung. Trotzdem ein spannendes Gedankenexperiment. Das Anheben der ISS über den Geo hinaus, sozusagen als ewiges Denkmal, das würde etwa 900 Tonnen Treibstoff erfordern. Also tendenziell möglich für das Starship, das kann ja 1200 Tonnen Treibstoff aufnehmen, müsste dann aber im Orbit wieder betankt werden. 900 Tonnen Treibstoff, also das Doppelte des ISS-Gewichts mit der benötigten Nutzlast, da könnte man dann wirklich Sinnvolleres tun. Ja, und wenn du jetzt an das Starship denkst, das ist tatsächlich auch etwas übermotorisiert und würde die alternde Station wohl eher auseinanderreißen, als den Orbit sinnvoll zu verändern. Auch spannend ist, dass in dem Paper das Anheben des Orbits wegen Weltraumschrott verworfen wurde. Durch das Anheben würde die Gefahr von Schrott getroffen zu werden signifikant steigen. Das White Paper kam letztendlich zu dem Schluss, dass die Deorbitierung der Raumstation am Ende ihrer Lebensdauer die sicherste und einzige praktikable Methode zur Stilllegung der ISS ist. Schon beachtlich, wie viele amerikanische Staatsaufträge mittlerweile nur an SpaceX gehen. Bei der Liste an Erfolgen und der Zuverlässigkeit, die SpaceX mittlerweile an den Tag legt, ist es aber auch nicht verwunderlich. Im Englischen sagt man Track Record. Ob immer mehr neue Aufträge oder doch vielleicht eher die Aussichten auf die ganz großen Umsätze mit Starlink der Treiber der SpaceX-Bewertung sind? Wer weiß. SpaceX ist schon länger das mit Abstand höchst bewertete Privatunternehmen, das nicht öffentlich gehandelt wird. Bei einer erneuten Runde unter ausgewählten Investoren konnte SpaceX Mitarbeitern und Anteilseignern es ermöglichen, ihre Beteiligung an Interessenten zu verkaufen. Dabei sollen $112 pro Anteil gezahlt worden sein, was die Firma auf eine theoretische Bewertung von über 210 Milliarden US-Dollar befördern würde. Ich bin mit der Senkrecht Media GmbH frisch gebackener Firmengründer. Jetzt muss ich häufig Firmenkonten verwalten, Rechnungen stellen oder begleichen, oft auch unterwegs am Laptop. Online-Banking über fremde WLANs, das ist für mich grundsätzlich ein No-Go. Statt ständig einen Hotspot einzurichten, habe ich jetzt eine viel einfachere und sichere Lösung gefunden: CyberGhost VPN. Mit CyberGhost VPN kannst du sorgenfrei und sicher auf alle deine Konten zugreifen, egal wo du bist. Der VPN-Tunnel, der schützt deine sensiblen Daten vor Hackern und neugierigen Blicken, selbst in öffentlichen WLANs. So kann ich mich voll und ganz auf mein Geschäft konzentrieren, ohne mir Gedanken über die Sicherheiten machen zu müssen. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern bietet dir CyberGhost VPN grenzenlose Freiheit im Internet. Ob beim Online-Shopping, Mietwagen und Flugbuchen, die werden ja je nach IP auch gern mal teurer, oder einfaches Surfen. CyberGhost funktioniert aber auch nahtlos mit 40 verschiedenen Streaming-Diensten und ist auf allen wichtigen Betriebssystemen verfügbar. Ein Account, der kann von 7 Geräten verwendet werden, sodass du CyberGhost auch mit der Familie und Freunden teilen kannst. Für nur 2,03 € pro Monat erhältst du vollen Schutz und Zugang zu gesperrten Inhalten im Internet, so wie die anderen 38 Millionen CyberGhost-Nutzer weltweit.
Mit meinem Angebot erhältst du 83% Rabatt auf den Listenpreis plus 4 Monate am Ende der Vertragslaufzeit on top kostenlos. Dank der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie kannst du das Ganze auch risikofrei ausprobieren, bevor du dich dann festlegst. Probier es einfach mal aus und genieß die Freiheit und Sicherheit, die dir CyberGhost VPN bietet. Den Deal erreichst du über den Link unter dem Video. Die chinesische Chang'e 6 Mission hat erfolgreich Mondproben zur Erde zurückgebracht. Die ersten überhaupt von der erdabgewandten Seite des Mondes. Die Rückkehrkapsel der Chang'e 6 Mission, die trat am Dienstagmorgen in die Erdatmosphäre ein und landete sicher in der inneren Mongolei. Sie brachte knapp 2 Kilogramm Mondmaterial zurück, das im Apollo-Krater auf der Rückseite des Mondes gesammelt wurde. Diese Proben könnten beim Verstehen der Unterschiede zwischen der erdzugewandten und der erdabgewandten Seite des Mondes sehr helfen und Einblicke in die Geschichte des früheren Sonnensystems geben. Die Chang'e 6 Mission war am 3. Mai gestartet und profitierte vom gut koordinierten Zusammenspiel mehrerer Raumfahrzeuge und erzielte so diesen bedeutsamen Erfolg. Die Mission bestand aus einem Orbiter, einem Lander, einer Aufstiegsstufe und einer Wiedereintrittskapsel. Da die Rückseite des Mondes keine direkte Kommunikationslinie zur Erde hat, war noch ein zusätzlicher Relaissatellit nötig, den man dann kurz vor der Chang'e 6 Mission gestartet hatte. Die Landung von Chang'e 6 erfolgte dann schließlich am 1. Juni im Apollo-Krater im Südpol-Aitken-Becken. Die Rückseite des Mondes, die ist wissenschaftlich sehr interessant, da sie sich hinsichtlich Krustendicke, Vulkanaktivität und Zusammensetzung stark von der Vorderseite unterscheidet und es fast keine Daten von dort gibt. Das Südpol-Aitken-Becken, das ist ein riesiger Einschlagskrater auf der Rückseite des Mondes. Man glaubt, dass der Einschlag Material aus dem Innern des Mondes freigelegt hat. Die gewonnenen Proben, die sollen beim Entschlüsseln der geologischen Geschichte des Mondes jetzt helfen. China plant bereits weitere Mondmissionen, Chang'e 7 im Jahr 2026, Chang'e 8 im Jahr 2028 und bei diesen Mondmissionen zum Mond-Südpol, da sollen unter anderem das Nutzen von Mondressourcen getestet und untersucht werden. Diese Missionen, die sollen die Grundlage für die von China geführte internationale Mondforschungsstation ILRS bilden, deren Bau dann in den frühen 30er Jahren beginnen soll. Vor will China aber Astronauten auf den Mond bringen. Ich war etwas überrascht, wie schnell die Probe geöffnet wurde. Bei der Asteroidenmission OSIRIS-REx der NASA, da hatte das ja deutlich länger gedauert. Da gab es aber auch technische Schwierigkeiten. Ja, die Rückkehrkapsel der Chang'e 6 Mission, die wurde nach Peking gebracht und geöffnet, um dann an die kostbare Fracht zu gelangen. Die Proben werden jetzt in speziell entwickelte Einrichtungen zur Lagerung, Analyse und Verteilung für Forschungszwecke transferiert. Wie bei den Proben, die 2020 von der Chang'e 5 Mission auf der Vorderseite des Mondes gesammelt wurden und dann zur Erde gebracht wurden, werden die Materialien sortiert und dann für Forschungsanträge von Wissenschaftlern und Instituten in ganz China geöffnet. Die Materialien, die werden dann wahrscheinlich auch nach einer gewissen Zeit für internationale Forschungsgruppen zugänglich gemacht. Eine Zusammenarbeit mit China, das ist in der Raumfahrt für die USA ausgeschlossen. Das war eine politische Entscheidung. Von der NASA finanzierte Forscher, die erhielten Ende letzten Jahres aber eine Sondergenehmigung, um Zugang zu den Mondproben zu beantragen. Beeindruckende Programme, beeindruckende Geschwindigkeit. Es bleibt einem eigentlich nur das Staunen, wie schnell sich die chinesische Raumfahrt mit ursprünglich viel russischem Know-how zur zweiten, nach den USA, führenden Weltraumnation entwickelt hat. Ja, und die Anzahl an Missionen, die auch Dinge erreichen, die der NASA bisher nicht gelungen sind, siehe Chang'e 6, wird ebenfalls immer länger. Aber wo Licht ist, da gibt's auch bekanntlich Schatten. Über die Problematik von chinesischen Trägerraketenteilen, die auf Dörfer fallen, da hatte ich ja schon berichtet. Es war etwas ruhiger geworden um das Thema. Vergangene Woche gab's dann aber doch ziemlich besorgniserregende Bilder aus China. Zu sehen waren Teile der ersten Stufe einer Langmarsch 2C-Rakete. Die Rakete war am 22. Juni vom Xicheng-Satellitenstartzentrum gestartet und hatte den Space Variable Objects Monitor, eine Kooperation der chinesischen CNSA und der französischen CNES, erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Der Booster der Rakete, der fiel dann in der Nähe des Landkreises Guiding in der Provinz Guizhou zur Erde. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Die Lange Marschraketen 1 bis 4, die verwenden eine giftige hypergole Mischung aus Stickstoff, Tetroxid und Hydrazin, was auf dem Video auch als rötlich-brauner Rauch zu erkennen ist. Ja, super gefährlich und meiner Meinung nach unverantwortlich. Wenigstens ein Trost bleibt, die großen neuen Startanlagen, die befinden sich an der chinesischen Küste. Ein alter russischer Satellit brach am 26. Juni auseinander und verursachte fast 200 verfolgbare große Trümmerteile. Rhesus P1 war ein außer Betrieb genommener russischer Erdbeobachtungssatellit mit einem Gewicht, oder zumindest ursprünglichem Gewicht von 6 Tonnen. Der wurde 2013 in eine sonnensynchrone Umlaufbahn gestartet und 2021 stillgelegt. Zum Zeitpunkt des Zerbrechens war der Satellit nur noch in einer Höhe von etwa 350 Kilometern und sollte eigentlich Ende 2024 ohne Zutun dann in der Erdatmosphäre verglühen. Die Ursache für den Zerfall des Satelliten, die ist noch unklar.
Eine gut dokumentierte Ursache von selbstzerstörenden Satelliten, die hängt mit den Energiequellen der Satelliten zusammen. Das können nicht entlüftete Tanks sein, Resttreibstoff oder nicht entladene Batterien. All diese möglichen Energiequellen, die können zu einer unbeabsichtigten Selbstzerstörung von eigentlich außer Betrieb genommenen Satelliten führen. Der Satellit, der könnte ebenso von einem nicht kartierten Stück Weltraumschrott getroffen worden sein, beziehungsweise von etwas, das eben zu klein war, um es verfolgen zu können. Bei so einem Vorfall im niedrigen Erdorbit, klar, da denkt man sofort an die Menschen, die dort leben und arbeiten. Die NASA wies die ISS-Besatzung vorübergehend an, sich als Vorsichtsmaßnahme in ihre jeweiligen Raumfahrzeuge zu begeben. Aktuell ja Soyuz, Starliner und Crew Dragon an der Station. Etwa eine Stunde später gab die NASA dann Entwarnung und schickte die Crew zurück in ihre Kojen. Ja, die Menge an Weltraumschrott im Orbit, das ist ja für alle Raumfahrtnationen ein Problem. Was in China passiert ist an der Station, das war mir bisher nicht bekannt nach diesem Vorfall. Auch als temporärer Rettungsraum genutzt wurde, wie gesagt, der Boeing Starliner. Der sollte ja eigentlich mit den NASA-Astronauten Butch Wilmore und Sunita Williams an Bord bereits wieder auf der Erde sein. NASA und Boeing, die haben die Rückkehr des Starliners jetzt aber auf frühestens Anfang Juli verschoben, um weiterhin die Probleme mit dem Antriebssystem untersuchen zu können. Starliner sollte ja ursprünglich nur 8 Tage auf der Station oder an der Station verbringen, aber die jüngsten Verzögerungen bedeuten, dass der dort fast dann einen Monat verbringen wird. In einer Erklärung hieß es, die zusätzliche Zeit, die erlaube das Sammeln von noch mehr Daten und ein Arbeiten vor allem um die geplanten Weltraumausstiege herum, die jetzt an der Station geplant waren. Die ursprünglich geplanten 8 Tage Aufenthalt an der Station, die waren auch immer nur als Minimum gedacht, das bei Bedarf verlängert werden könnte, um eben mehr Daten zu sammeln. Die ISS-Besatzung, die steht nicht unter Zeitdruck. Bis Mitte August sind keine weiteren Missionen zur Station geplant. Planmäßig wäre ein 45-tägiger Aufenthalt des Starliners denkbar. Mit der Ankunft an der ISS am 6. Juni wäre das dann ein Zeitraum bis zum 25. Juli. Die NASA hat aber immer wieder betont, dass Starliner mit Wilmore und Williams im Notfall sofort zur Erde zurückkehren könnte, wenn das erforderlich wäre. Schon letzte Woche war das Thema, dass es ein Problem mit einem Raumanzug vor einer ISS-EVA gab. Die NASA, die sagte spontan einen Weltraumspaziergang, ziemliche Untertreibung für das, wie gefährlich das eigentlich ist. Ja, sie sagte den ab am 13. Juni, oder da war er eigentlich geplant, nachdem Astronaut Matt Dominic kurz vor dem geplanten Ausstieg einen Anzugs-Discomfort-Problem gemeldet hatte. Die NASA, die machte mit Verweis auf die Privatsphäre des Astronauten keine Angaben zum genauen Problem mit dem Anzug. Ein erneuter Versuch der NASA, einen Ausstieg durchzuführen, der wurde jetzt auch abgebrochen, weil Wasser in der Luftschleuse gefunden wurde. Die NASA-Astronauten Tracy Dyson und Mike Barrett sollten am 24. Juni einen Ausstieg durchführen, um die Aufgaben des zuvor verschobenen Spaziergangs zu erledigen. Schon wieder Spaziergang, also Weltraumausstieg. Als die äußere Schleusentür geöffnet wurde, meldete Dyson jedoch einen Wasserleck, als sie wie geplant eine Kühlleitung zu ihrem Anzug abtrennte. Das erneute Verbinden der Leitung, das stoppte dann das Leck, aber die NASA sagte den Weltraumspaziergang dann vorsichtshalber ab. Der Anzug, der wird nun inspiziert und eigentlich ist ein weiterer EVA für den 2. Juli geplant. Da bleibt aber aktuell viel Arbeit liegen. Ja, die derzeit verwendeten Raumanzüge, bekannt als Extravehicular Mobility Units, kurz EMUs, ja, das sind Restbestände aus dem Space Shuttle Programm und die sind schon 40 Jahre alt. Das NASA Aerospace Safety Advisory Panel, das stellte schon 2019 fest, dass die Anzüge das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hätten und forderte einen sofortigen Übergang zu neuen Anzügen, bevor das Risiko für EVAs untragbar wird. Soweit ich weiß, war das beinahe Ertrinken des ESA-Astronauten Luca Parmitano in einem defekten Anzug bei einem Außeneinsatz an der ISS der schwerste Zwischenfall an der ISS überhaupt. Auch während des Außeneinsatzes von Matthias Maurer gab es Probleme mit Wasser im Helm. Daraufhin setzte die NASA übrigens 2022 die Verwendung der Anzüge für mehrere Monate aus. Die NASA kam damals zu dem Schluss, dass integrierte Systemleistung und nicht ein spezifizierter Hardwarefehler die Ursache für das Wasser war. Also es wird höchste Zeit für neue Raumanzüge. Ich hatte Anfang März berichtet, dass Collins Test seines Prototypen-Raumanzugs bei Parabelflügen abgeschlossen hatte. Da ist es für mich ziemlich überraschend gekommen, dass Collins Aerospace jetzt aus dem NASA-Vertrag zur Entwicklung von Raumanzügen für die ISS aussteigen wird. Nach einer gründlichen Bewertung haben Collins Aerospace und die NASA einvernehmlich beschlossen, die Arbeitsaufträge für die Exploration Extravehicular Activity Services zu beenden. Im Juni 2022 hatte die NASA bekannt gegeben, dass sie Collins und Axon Space für das X-EVAS-Programm ausgewählt hat. Ähnlich wie bei der ISS-Versorgung mit Fracht und Crew zielt das Programm darauf ab, Raumanzüge kommerziell zu entwickeln, die dann der NASA als Dienstleistung angeboten werden.
Die NASA vergab dann schließlich einen Arbeitsauftrag an Collins zur Entwicklung eines Anzugs für die ISS, während Axiom bekanntlich einen Auftrag zur Entwicklung von Mondraumanzügen für das Artemis-Programm erhielt. Neben Axiom und Collins entwickelt SpaceX unabhängig von der NASA seinen eigenen Raumanzug, der mit der Privatastronaut-Mission Polaris Dawn getestet werden soll. Die Mission, die ist jetzt für Mitte Juli geplant. Ja, im Juli letzten Jahres, da erteilte die NASA Crossover-Arbeitsaufträge an sowohl Axiom als auch Collins, damit Axiom untersuchen kann, wie sein Mondraumanzug für die ISS verwendet werden könnte und Collins, wie sein ISS-Raumanzug für die Mondmission adaptiert werden könnte. Axiom konzentrierte sich auf den Artemis-Anzug, einschließlich eines kürzlich integrierten Tests mit der NASA und SpaceX, um zu demonstrieren, wie die Anzüge mit dem Starship-Mondländer und anderen Elementen der Artemis-3-Mission integriert werden könnten. Ja, ich würde mich ja nicht wundern, wenn die ursprünglich für Collins vorgesehenen Mittel erneut vergeben werden. Ein heißer Kandidat wäre da mit Sicherheit jetzt SpaceX, das ja für das Polaris-Programm, wie eben erwähnt, seine Druckanzüge zu rudimentären EVA-Suits weiterentwickelt hat. Signature Move von SpaceX ist ja das Wiederlanden von Raketen. In China wurde jetzt still und heimlich der bisher höchste Höhenstart- und Landetest des Landes durchgeführt. Klar, da geht's um die Fähigkeiten, wiederverwendbare Raketen zu entwickeln. War schon letzte Woche, aber jetzt sind Videos aufgetaucht. Am 23. Juni, da hob der Prototyp der Shanghai Academy of Spaceflight Technologies mittels Methan-Flüssigsauerstofftriebwerk ab, erreichte eine Höhe von etwa 12 Kilometern und landete dann erfolgreich und sicher neben dem Startpad. Ja, China verfolgt aktiv die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen. Verschiedene kommerzielle Unternehmen führen ähnliche Tests durch, um die wachsenden Anforderungen an Satellitenstarts zu erfüllen. In Indien gab es die Woche Falltests für einen Raumgleiter. Sowohl die USA als auch China, die betreiben ja solche Raumgleiter in streng geheimen Militärprojekten. Auch in Europa gibt's mit dem italienisch geführten Space Rider ein ähnliches Vorhaben, um das in letzter Zeit aber ein bisschen stiller geworden ist, eventuell auch wegen der Probleme mit der Vega-Rakete, die den Space Rider starten soll. Ja, ich bin gespannt, wann Indien das auf die Kette kriegt. Die United Launch Alliance hat sich dazu entschieden, bei ihrer zweiten Vulcan Centaur-Mission im September nur ein Dummy anstelle des Dream Chasers zu starten. ULA will bis 2025 insgesamt 20 Starts durchführen. Ja, und entgegen der alten Witze über die Triebwerke von Blue Origin hat ULA die B4-Motoren erhalten und wird laut CEO Tory Bruno eher auf Nutzlasten als auf die Raketen warten müssen. Ja, so geschehen jetzt beim Dream Chaser von Sierra Space. Die Verzögerung des Dream Chasers, die führt zu einer unbestimmten Verschiebung seines Erstflugs zur ISS. Laut Tory Bruno hätte man maximal auf Sierra gewartet, jetzt würde es nicht mehr weitergehen. Die Zertifizierungsmission 2, die wird jetzt also einen Dummy starten. Dieser Flug, der ist notwendig, um die Vulcan-Rakete für nationale Sicherheitsmissionen der US Space Force zu zertifizieren. Diese Zertifizierung, die ist entscheidend für den geplanten Start der Space Force Mission 106 und 87 noch vor Jahresende. Ja, hätte man dann nicht etwas anderes starten können, anstatt jetzt nur einen Dummy? Blue Origin mit Kuiper zum Beispiel oder Kuiper. Die ersten Kuiper-Starts, die sind jedoch für Atlas V vorgesehen und eine Anpassung, die wäre jetzt wohl nicht zielführend. Das Raketen-Startup Firefly Aerospace wird seine Alpha-Rakete ab 2025 von Wallops, Virginia starten. Der Startplatz, der ursprünglich für die Antares-Rakete von Northrop Grumman gebaut wurde, der wird auch für die überarbeitete Antares 330 genutzt werden. Hier baut Firefly ja die erste Stufe. Bisher ist Firefly aus Kalifornien gestartet und wollte einen weiteren Startplatz in Cape Canaveral mieten. Für uns Europäer noch interessanter, in einer weiteren Ankündigung gab Firefly diese Woche bekannt, dass es seine Alpha-Rakete ab 2026 auch von S-Range Space Center in Schweden starten wird, um kommerzielle, zivile und Verteidigungskunden in Europa zu unterstützen. Finde ich ja super spannend, weil bei Raketenstarts ja eigentlich immer die Exportbestimmung ITAR eine große Rolle spielt. Wobei man ja auch sagen muss, die USA sind der mit Abstand größte Waffenexporteur der Welt. Warum dann dem frisch gebackenen NATO-Partner Schweden nicht auch den Start amerikanischer Raketen ermöglichen? Genau über das Thema habe ich auch mit Ex-SpaceX Hans Königsmann gesprochen. Der konnte sich ja nicht vorstellen, dass Falcon 9 außerhalb der USA starten wird, auch wenn die USA mit dem Starship dann einen Träger der nächsten Generation einsatzbereit hat. Im aktuellen Teil, also der dritte Teil meiner Interviewserie mit Hans, spreche ich über astronautische Raumfahrt. In der kommenden Woche, also Teil 4, da geht's dann um SpaceX als Arbeitgeber. Mit Hans habe ich auch darüber gesprochen, warum so viele Trägerraketenentwicklungen nach der Falcon 9 auf 9 Triebwerke in der ersten Stufe gesetzt haben. Ja, nachdem die Rocket Factory uns mit Bildern ihrer ersten Heißfeuerkampagne versorgt hat, kommt nun ein Bild, das mir besonders viel Freude macht: 9 gestufte Helix-Triebwerke am Hintern des Boosters für den Erstflug Ende diesen Jahres. Ich hoffe auch auf Bilder der Feuerung aller 9 Triebwerke, dass die bald folgen. Die Tests auf den Shetlandinseln, die wurden ja wegen der Brutzeit im Juni ausgesetzt. Ich erinnere nochmal daran, per Definition ist Deutschland ja keine Weltraumnation. Noch nie hat eine Nutzlast auf einer in Deutschland entwickelten Rakete den Orbit erreicht.
Das könnte sich nun endlich ändern, also Daumen drücken. Es gibt ja auch die Pläne, das sogar von deutschem Hoheitsgebiet zu erledigen, also das Starten von Orbitalraketen. Der für Juli geplante Erstart aus der Nordsee, der wurde, wie die German Offshore Spaceport Alliance die Woche mitteilte, nun wegen fehlender Genehmigung auf unbestimmte Zeit verschoben. Die geplante Startkampagne mehrerer Suborbitalraketen, die sollte das Konzept grundsätzlich testen. An der GOSA ist auch maßgeblich das Bremer Unternehmen OHB beteiligt, das nun beträchtlichen Forderungen der Bundeswehr entgegensehen könnte. Bei der Inbetriebnahme der 2 neuen SARA-Satelliten von OHB traten Probleme auf. Die Masten für die Radarsensore konnten nach dem Start nicht ausgeklappt werden und alle bisherigen Versuche, dies zu beheben, die waren erfolglos. Das SARA-Programm sollte die strategische Aufklärung der Bundeswehr modernisieren und hochauflösende Radarbilder liefern. Die ebenfalls von OHB gebauten Vorgängersatelliten Salupe, die sind am Ende ihrer Lebensdauer. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr, das macht die OHB für die Probleme verantwortlich und verlangt bis Anfang Juli einen neuen Plan, wie es jetzt weitergehen soll. Wenn OHB das Problem nicht löst, muss die Firma auf eigene Kosten 2 Ersatzsatelliten herstellen. Junge, die News sind etwas ausgeartet. War wieder eine spannende Woche. Start der Woche war mit Sicherheit der SpaceX Falcon Heavy Start am 25. Juni mit einem geostationären Wettersatelliten. Für alle Raketenfans natürlich das Beste. Die beiden Seitenbooster der Falcon Heavy, die führten synchronisierte Landungen auf den Landeplätzen 1 und 2 der Cape Canaveral Space Force Station nach dem Start durch. Ich nehme heute etwas extra Zeit, den Schutzengeln zu danken. Ich weiß, ich sage das jedes Mal. Es ist mir aber auch jedes Mal ein großes Anliegen, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Das ist leider kein Selbstläufer, selbst in so spannenden Zeiten wie aktuell. Ohne die Menschen, die Senkrechtstarter regelmäßig unterstützen, da wäre der Kanal so nicht möglich. Besonderer Dank geht an alle Menschen, die hier stehen. Als kleines Dankeschön gibt es ja für alle Schutzengel meine Videos vorab und ohne Werbung. Wenn auch du aktiv dabei mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung in die Breite der Gesellschaft zu tragen, genau unter dem Video, da findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft und als Bonus, wie gesagt, gibt es meine Videos vorab und ohne Werbung. Vielen Dank. Noch die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Am Montag, 1. Juli, eine japanische H3 von Tanegashima aus Japan und eine Firefly Alpha von Vandenberg, Kalifornien. Am Dienstag, 2. Juli, eine Hyperbola 1 von iSpace von Jinquan in China. Mittwoch Falcon 9 von Cape Canaveral mit Starlings. Ja, und der Wochenabschluss dann voraussichtlich eine Langermarsch 6A von Taijuan. Hier geht ein Dank an den heutigen Sponsor CyberGhost VPN. Sicher wie ich dein Online-Banking und deine geschäftlichen Transaktionen mit CyberGhost VPN. Den Deal erreichst du über meinen Link in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.